Hallo liebe Häkelfreunde! In diesem Video zeige ich euch, wie ich diesen bezaubernden Rock gehäkelt habe. Dieser Rock ist sehr einfach zu häkeln und daher auch für Anfänger geeignet. Meine einzige Herausforderung bei diesem Häkelprojekt war das Zusammenhäkeln des Gummibundes per Hand, aber dazu später mehr. Der Rock fällt richtig schön und wenn man sich bewegt, schwingt er wunderbar mit. Los geht es mit der Wolle. Ich habe Manhattan von Yarn Art verwendet. Das besteht aus 56% metallischem Garn, 7% Wolle, 7% Viskose und 30% Polyacryl. Auf 50 Gramm kommt 200 Meter. Die empfohlene Nadelstärke ist die 3,5. Die Farbnummer ist die 913. Meine Häkelnadeln sind einmal die 3,5 und einmal die 4,0. Und dann brauchen wir noch ein Elastikband für den Bund. Ich empfehle hier mindestens 3 cm Breite. Meines ist 5 cm breit. Außerdem brauchen wir eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Bevor wir mit unserer Luftmaschenkette starten, müssen wir messen, wie lang diese sein muss. Dafür messen wir unsere Hüfte. Da der Rock über die Hüfte gezogen wird, muss der Bund so breit sein, dass er darüber passt. Messt daher nicht zu eng, da wir den Bund falten und noch das Gummiband hineinkommt. Einfach eher entspannt um die Hüfte messen. Unser Rock bekommt 6 Spitzen, das heißt, wir nehmen an 6 Stellen zu. Daher muss die Maschenanzahl durch 6 teilbar sein. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger Spitzen machen, zum Beispiel nur 4 oder sogar 12. Sobald wir unser Maß haben, starten wir wie immer mit einer Schlaufe. Wir nehmen die 3,5er Häkelnadel und machen eine Luftmaschenkette. Wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, zählt eure Maschen. Ist eure Maschenanzahl nicht durch 6 teilbar, rundet auf die nächste durch 6 teilbare Maschenanzahl auf, nicht ab. So sieht meine Luftmaschenkette aus. Ich häkle immer in die hinteren Schlaufen. Dafür drehe ich die Kette um. Hier sind die rückwärtigen Schlaufen. Ich nenne sie Hügelchen, weil sie so hervorragen. Hier nochmal von vorne. Zunächst häkle ich eine Wendeluftmasche. Dann drehe ich die Kette und häkle in das erste Hügelchen eine feste Masche. Ich steche ein, hole den Faden durch, hole den Faden nochmal und ziehe diesen durch beide Schlaufen auf der Nadel. Einstechen, Faden durchholen, Faden holen und durch beide Schlaufen durchziehen. Wir häkeln feste Maschen bis ans Ende der Kette. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen das Häkelstück. Ab hier häkeln wir die festen Maschen in beide Schlaufen der Maschen. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, liked und kommentiert meine Videos. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Und natürlich dürft ihr das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr gleich Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online ist.
So sieht das bisher aus. Wir häkeln bis ans Ende der Reihe in festen Maschen weiter. Ich habe das Ende der Reihe erreicht. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe das Häkelstück. Dann häkle ich in festen Maschen weiter. Das mache ich so lange, bis ich die erforderliche Breite erreicht habe. Ich habe nun 20 Reihen gehäkelt. Jetzt nehme ich das Elastikband und schaue, ob die Breite bereits ausreicht. Das Elastikband soll locker hineinpassen, denn wenn sich der Bund beim Anziehen über die Hüfte etwas dehnt, soll das Elastikband trotzdem Platz haben. So, bei mir schaut das ganz gut aus. Das Elastikband hat Platz. Dann kann ich das Band einhäkeln. Bevor ich das mache, muss ich das Elastikband zu einem Kreis schließen. Dafür legt ihr es einfach um die Stelle herum, an der der Rock sitzen soll. Bei mir ist das die Taille. Macht es nicht zu eng, bedenkt, dass in diesem Bereich noch etwas Fülle durch den gefalteten Bund entstehen wird. Lasst die Ränder ca. 2 cm überlappen, damit ihr genügend Platz habt zum Zusammennähen. So sieht das bei mir aus. Hier meine überlappten Ränder. An dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, wer von euch eine Nähmaschine hat, näht das Elastikband ganz entspannt mit einem Zickzackstich zusammen. Zunächst wollte ich das auch machen. Dann ist mir aber eingefallen, dass sicher nicht alle, die häkeln, auch eine Nähmaschine besitzen und es wäre unschön, diese Häkelfreunde einfach im Regen stehen zu lassen. Daher kommt hier mein, sagen wir mal, kreatives Zusammennähen des Bandes per Hand. Wenn ihr eine Nähmaschine habt oder selbst wisst, wie das genäht wird, kann ich nur empfehlen, diese Sequenz zu überspringen. Außer ihr wollt sehen, wie ich das gemacht habe. Die Zeit, an der es nach dem Band weitergeht, habe ich eingeblendet. Zunächst einmal habe ich mich für einen Faden in Kontrastfarbe entschieden, damit ihr das besser sehen könnt. Aber letztlich ist es in diesem Fall auch egal, welche Farbe ihr nehmt, da das später sowieso nicht mehr zu sehen ist. Für bessere Stabilität lege ich den Faden doppelt. Die beiden Enden verknote ich. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut erkennen. Ich steche auf einer Seite entlang einer Kante ein. Welche Seite ist völlig egal. Lasst etwas Abstand zur Kante, etwa 3 bis 5 mm. Zieht den Faden durch, achtet darauf, dass beide Fäden komplett durchlaufen. Dann stecht mit etwas Abstand auf die andere Seite zurück. Achtet wieder auf die Fäden. Das hat mich ganz schön geplagt, wie ihr sehen werdet. Da, wo ich hindeute, stecht ihr von unten ein. Bei mir ist hier ein Gummifaden hängen geblieben, also nochmal.
Und immer darauf achten, dass beide Fäden gleichmäßig durchkommen. Dann zurückstechen. Wieder ein Stück weiter vorne einstechen. Und wieder zurückstechen. Der Doppelfaden hat mich stellenweise ganz schön genervt. So habe ich mich die Kante entlang bis zum Rand vorgearbeitet. Und jetzt geht es um die Ecke weiter am Rand entlang. Und dann nähen wir hier entlang. Und da. So sieht mein Rechteck aus. Nicht wirklich schön, aber haltbar und darauf kommt es schließlich an. Jetzt sichere ich noch das Ende. Fertig. Zum Glück. Zurück zum Bund. Diesen falten wir zusammen. Dabei ist es egal, welche Seite innen und welche außen liegt. Sie sehen beide gut aus. Und dann häkeln wir die Ränder erst einmal zusammen. Zunächst machen wir eine Luftmasche. Gleich daneben stechen wir auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite direkt in das erste kleine Loch. Wir holen den Faden durch, holen den Faden nochmal und ziehen diesen durch beide Schlaufen auf der Nadel. Wir häkeln die beiden Kanten also mit festen Maschen zusammen. Ich nehme dabei die kleinen Löcher entlang der Kanten. Diese sind recht gut zu sehen und man kann sich gut an ihnen orientieren. So sieht das von der rechten Seite aus. Ich häkle bis zum Ende der Kanten.
Ich bin am Ende angelangt. So sieht die Naht von links aus. Sie legt sich schön flach hin. Und so sieht das von der rechten Seite aus. Wie ich finde, ist die Naht kaum zu sehen. Jetzt falten wir den Bund so, um ihn zusammenzuhäkeln. Zuvor müssen wir aber noch unser Elastikband einlegen. Ich stelle den Bund etwas auf und schiebe das Elastikband einfach so dazwischen. So wunderbar. Als erstes muss ich schauen, wo ist meine erste Masche. Hier, das ist sie. Da ist auch das Anfangsfädchen. Also hier die erste Masche auf dieser Seite und auf der anderen Seite ist hier die Naht und da meine erste Masche. Und in diese beiden häkle ich jetzt meine erste Verbindungsmasche. Zunächst machen wir eine Luftmasche. Und dann stechen wir in die beiden eben gezeigten Maschen ein und häkeln eine feste Masche. Diese markieren wir, damit wir wissen, wo unser Anfang ist. Und jetzt suchen wir uns die nächste Masche auf der einen und auf der anderen Seite und machen wieder eine feste Masche. So häkeln wir einfach weiter. Seht ihr, wie schön wir dabei das Elastikband einschließen? Wunderbar! Wir häkeln hier entlang, bis wir unsere Anfangsmarkierung erreicht haben. Ich habe die Markierung erreicht. So sieht das aus. An dieser Stelle empfehle ich euch, eure Maschen nachzuzählen. Ihr solltet die zu Beginn gewählte Anzahl haben und diese sollte durch 6 teilbar sein. Das ist wichtig, da wir nun die Zunahmestellen einteilen. Sollte eine Masche fehlen oder zu viel sein, ist das kein Problem. Wenn eine fehlt, dann häkelt in die letzte Masche eine weitere. Wenn eine zu viel ist, häkelt die letzten beiden Maschen zusammen. Ich möchte meine Naht an der Seite des Rockes haben. Deshalb wird diese erste Masche eine Zunahme bekommen, welche später wie eine Spitze aussehen wird. Ich habe 114 Maschen. Geteilt durch 6 ergibt das 19. Das heißt, dass ich in jede 19. Masche eine Zunahme machen werde. Ich beginne nach der markierten Masche mit dem Zählen und zähle, bis ich die 19. Masche erreicht habe. Diese bekommt eine Markierung. Anschließend zähle ich weiter bis zur nächsten 19. Masche und markiere diese.
Auf diese Weise markiere ich alle 6 Zunahmestellen. Jetzt wechsle ich auf die 4er Häkelnadel. Gleich die erste Masche bekommt ja eine Zunahme. Ich häkle ohne Übergang, also in Spiralrunden, direkt ein Stäbchen in die erste Masche. Dafür einen Umschlag auf die Nadel nehmen, in die Masche einstechen und den Faden durchziehen. Den Faden holen, durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel ziehen, nochmal holen und durch die beiden verbliebenen Schlaufen ziehen. Dann machen wir eine Luftmasche und in die allergleiche Masche ein weiteres Stäbchen. So sieht das aus. Ihr könnt das gerne markieren, wenn ihr wollt. Und jetzt häkle ich in jede Masche Stäbchen, bis ich die nächste Markierung erreicht habe. Ich habe die Stelle erreicht. In diese Masche häkeln wir wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Dann häkle ich bis zur nächsten Markierung weiter. In die nächste markierte Masche häkle ich wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Das mache ich bei allen 6 markierten Maschen, bis ich den Anfang erreicht habe. Ich bin an der ersten Zunahme angekommen. Hier seht ihr die beiden Stäbchen und die Luftmasche dazwischen. Das ist das erste Stäbchen. Es ist etwas nach unten gezogen. Da wir keinen Übergang gehäkelt haben, ist das ganz normal, weil daneben die niedrigere feste Masche ist. Das stört nicht weiter. Wir häkeln in das erste Stäbchen einfach ein Stäbchen. Dann kommt die Lücke mit der Luftmasche. In diese Lücke häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Ab der nächsten Masche geht es ganz normal mit einem Stäbchen pro Masche weiter. Ihr könnt die erste Zunahme gerne markieren, da bei mir an dieser Stelle die Naht verläuft und diese dann sozusagen den Beginn markiert, könnte ich darauf verzichten. Und jetzt häkeln wir weiter bis zur nächsten Zunahmestelle.
Man erkennt diese ganz gut, da sie sich optisch unterscheiden und etwas hervorragen. Hier ist meine nächste Zunahmestelle. Das sind meine beiden Stäbchen aus der Zunahme der Vorrunde. In der Mitte ist eine Luftmaschenlücke. In das erste Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Und in die Lücke häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Seht ihr, aus einer Zunahme erwächst die nächste Zunahme. Und so häkeln wir weiter und machen an den Zunahmestellen Zunahmen. Und das machen wir Runde um Runde so lange, bis wir die gewünschte Rocklänge erreicht haben. Hier habe ich ein paar Runden mehr gehäkelt und man kann bereits erkennen, wie sich die Spitzen ausbilden und der Rock weiter wird. Nach noch mehr Runden ist das noch deutlicher zu sehen. Ich habe meine gewünschte Rocklänge erreicht. Das ist meine Anfangsspitze. Da wir in Spiralrunden gehäkelt haben, muss ich hier einen Abschluss finden, der möglichst unsichtbar ausläuft. Bis zur Spitze habe ich 6 Maschen übrig. Ich häkle zunächst ein halbes Stäbchen. Dafür einen Umschlag auf die Nadel nehmen, in die Masche einstechen und den Faden durchziehen. Ich hole den Faden nochmal und ziehe diesen durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. In die nächste Masche häkle ich wieder ein halbes Stäbchen. In die beiden nächsten Maschen häkele ich je eine feste Masche. Zwei Maschen sind noch übrig. In die nächste kommt eine Kettmasche. Ich steche ein, hole den Faden durch und ziehe diesen direkt weiter durch die Schlaufe auf der Nadel. Nun ziehe ich die Schlaufe etwas heraus. In die letzte Masche vor der Markierung steche ich von der anderen Seite ein, lege die Schlaufe über den Haken und ziehe diese durch die Masche nach hinten durch. Dann drehe ich den Rock auf die Rückseite. Jetzt kann ich den Faden abschneiden. Und dann mache ich eine Luftmasche und ziehe den Faden durch und fest. So sieht das von rechts aus. Da sieht man keinen Übergang und nichts. Die Reihe läuft sauber aus. Jetzt noch die beiden Fädchen vernähen und der Rock kann getragen werden. Schön, wenn ihr bis hierher dabei wart. Wie gefällt euch dieser Rock? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.
und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Bis bald!